Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave und ich werde mit euch wieder mal ein schönes Tutorial machen. Auf der Leinwand hier habe ich ein paar verschiedene Techniken mit Abschlussbild, die ich euch nach und nach mal zeigen möchte. Die sind relativ einsteigerfreundlich und sind eigentlich gut zum Handeln. Und wir beginnen heute einfach mal mit dem ersten, mit den Wassertropfen, mit dem etwas steinigen und sandigen. Und nicht wundern, da ist noch ein bisschen Firnis drauf, der trocknet gerade noch ein bisschen durch, damit einfach der Kontrast ein bisschen besser rauskommt. Das werdet ihr merken, wenn ihr auf Leinwänden arbeitet. Deswegen nicht wundern. Wie gesagt, wir fangen jetzt mit den Wassertropfen als allererstes an und dann arbeiten wir uns Step by Step durch alle verschiedenen Techniken durch und kombinieren die am Ende noch ein bisschen. Und ich würde sagen, ab zum Maltisch. So, da sind wir zurück am Maltisch und wir fangen an, indem wir erstmal ein bisschen den Hintergrund bearbeiten und herstellen. Dafür habe ich die Leinwand etwas gräulicher vorgrundiert und nicht so schwarz wie die anderen. Und als erstes pünkteln wir das Ganze. Das haben wir schon aus dem letzten Tutorial gelernt. Einfach den Schlauch etwas abknicken und dann Luft und Material geben und dann fängt die eben an zu spritzen. Diesmal machen wir damit halt keine Sterne, sondern wir versuchen so ein bisschen sandig, betonig mäßig das Ganze aussehen zu lassen. Und damit sprenkeln wir das einmal in Weiß und anschließend auch einmal in Schwarz, damit das eben ein bisschen authentischer aussieht. Wenn nur eine Farbe, dann kriegt es nicht so eine schöne Tiefe, sondern ein bisschen mit Schwarz noch dazu. Dann bekommt so ein bisschen Tiefeneffekt und dann hat man schon eine viel strukturiertere und coolere Hintergrundoptik mit relativ wenig Handgriffen. Wir machen das Ganze hier auf einer stinknormalen Leinwand, die ist eben vorgrundiert mit Acrylfarbe. Hier eben ein bisschen grau. Jetzt kommt das Schwarz hinzu und dann haben wir hier nämlich schon mal so eine gewisse Grundoptik, die ich eigentlich immer ganz cool finde. Ist recht einfach zu produzieren. Und als nächstes werden wir dem Hintergrund noch ein bisschen mehr Charakter geben, indem wir ein bisschen so das Ganze aussehen lassen, als wäre es alt und rissig, als wäre das Ganze schon ein bisschen in die Jahre gekommen und dafür machen wir eben schöne feine Linien. Wer das jetzt noch nicht so gut mit der Airbrush kann, der kann solche Techniken auch natürlich mit einem Pinsel machen, da spricht auch gar nichts dagegen. Da sollte man nur ein bisschen die Farbe stärker verdünnen, damit die eben nicht zu sehr aufträgt und das Ganze dann ein bisschen fremd wirkt. Das kann man bei Akzenten machen, das werde ich euch nachher auch nochmal zeigen mit einem Pinsel ein bisschen. Hier bei den Rissen, was ich damit meine. Weil jetzt werden wir das Ganze schön einmal nochmal ein bisschen nachziehen. Wie gesagt, ich verdünne meine Farbe immer relativ stark, damit es eben ein bisschen nicht so deckend ist und in dem Fall, wenn ich es ein bisschen schwärzer haben will, muss ich dann ein bisschen öfters drüber. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Da gebe ich jetzt einfach ein bisschen nochmal da drauf, um jetzt den Riss auch ein bisschen mehr, plastischer wirken zu lassen, werde ich den jetzt auch von einer Seite mit einer Lichtquelle quasi bemalen. Und da werde ich eben hier so leichte, es muss nicht durchgängig sein, aber den Riss immer so entlang einseitig so eine helle Seite geben. Dadurch sieht es eben aus, als kommt das Licht von oben links und trifft eben auf diesen Riss ein. Und dadurch ergibt sich dann so eine Leuchtquelle. Auch das kann man dann ganz easy mit einem Pinsel machen, wenn einem das feine Arbeiten noch nicht so gut gelingt, was ja bei einem Anfänger durchaus normal ist, dass man da nicht so gut ran kann oder es dann relativ schnell zu so Tausendfüßlern kommt, sage ich da mal ganz gerne. Oder ja, einfach dann zu dick wird, dann macht das ruhig auch mit einem Pinsel. Aber üben solltet ihr das auf jeden Fall, damit ihr es eben irgendwann mal hinbekommt. Dazu mache ich aber vielleicht mal noch ein separates Video, wie man so
paar Übungen machen kann, die das allgemeine Handling verbessern. Aber jetzt sieht der Rister schon gleich viel plastischer und cooler aus, weil jetzt eben von der einen Seite, ich habe mich jetzt entschieden von oben links, weil jetzt nachher auch die Wassertropfen von oben links die Lichtquelle spendiert bekommen. Und dann denke ich, passt das eigentlich ganz gut. Was jetzt hier ein bisschen schade ist, die Kamera von der Einstellung her, der Schwarzwert hier stimmt nicht ganz. Das merkt man dann später am Bild, da wird das Ganze nochmal ein bisschen satter, obwohl es noch nicht mal mit Firnis versiegelt ist. Das ist einfach, dann wird es einfach noch ein bisschen satter. Hier können wir jetzt die Wassertropfen machen. Ihr könnt entweder, wenn ihr daheim keine so eine Maskierfolie habt wie ich, könnt ihr auch normales Malerkrepp nehmen und die Leinwand einfach damit abkleben. Das ist auch kein Problem. Ich nehme jetzt ein paar Reste, die ich noch rumfliegen habe, einfach zur Hand für die Geschichte. Ja, wie gesagt, könnt ihr auch mit dem Malerkrepp ohne Probleme machen. Funktioniert genauso gut. Jetzt kleben wir das Ganze mal auf. Wenn ihr ganz routiniert seid, könnt ihr das natürlich auch alles nur mit Freihandschablone machen, aber ich will jetzt hier eben die Folie oder das Klebeband, damit man es eben auch als Anfänger gut hinbekommt. So, jetzt haben wir das nämlich schön aufgeklebt und jetzt entscheide ich mich, wie ich das malen möchte und zeichne mir das einfach schon mal mit dem Bleistift vor, damit ich es nachher einfach leichter habe, das Ganze auszuschneiden. Und wähle da so ein bisschen die Wasserform. Da könnt ihr auch das machen, wie ihr wollt. Ihr könnt das auch anders farbig machen. Ihr könnt auch einen anderen Hintergrund nehmen, andere Farben. Das ist alles kein Problem. Da könnt ihr natürlich gerne rumexperimentieren, wie ihr möchtet. Ich nehme jetzt eben ein paar Sachen zur Hand und eine Cutterklinge, die schön scharf ist. Auch hier wieder Obacht, nicht durch die Leinwand schneiden. Da muss man auch ein bisschen üben. Passiert mir aber bei dem Tutorial ehrlich gesagt irgendwann auch nochmal. Aber das ist halb so wild. Wir heben natürlich das Gegenstück von der Folie auf, weil wir nachher ein bisschen die Sachen da wieder ablegen. Die werden wir dann nämlich später noch brauchen. Jetzt schneiden wir das Ganze mal ein bisschen aus. Umso runder das aussieht, umso besser ist natürlich der Effekt. Da dürft ihr euch natürlich viel mehr Zeit lassen wie ich. Ich mache das jetzt etwas schneller und dann ist hier und da mal so ein bisschen hakeliger. Das sieht dann nicht gleich so rund, sagen wir mal, aus. Könnt ihr dann aber, wie gesagt, viel feiner und schöner machen. Und dann schnipsel ich die Dinger mal kurz aus. So, da sind wir wieder. Jetzt haben wir alles schön einmal ausgeschnitten. Wie gesagt, das Pendant brauchen wir.
jetzt habe ich mir schon mit den Rissen entschieden, von wo die Lichtquelle herkommt. Und jetzt werde ich eben die Tropfen oder die Flüssigkeit einseitig bemalen. Und zwar erstmal oben links kommt das Licht, deswegen kommt da auch jetzt erstmal der Schatten hin. Und dafür dafür spritze ich auf die Kante drauf. Also ich male nicht in das Bild. Das gibt so einen zu krassen Effekt oder geht zu tief rein in die Tropfen, sondern ich fahre eigentlich eher so an der Kante von der Folie entlang. Die Restfarbe sprüht dann quasi nach innen und gibt es einen schönen weichen Übergang. Wenn man nämlich auch zu viel reinsprüht, dann geht der Hintergrund auch verloren und dann verliert das Ganze auch wieder an Wirkung, an Dreidimensionalität. Da müsst ihr aber einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Jetzt kommt eben die helle Seite, die Lichtquelle, die kommt jetzt von unten dran an den Tropfen. Und da muss man auch mal ein bisschen schauen. Wie gesagt, auch schön an der Kante entlang. Man muss auch nicht alles komplett entlang fahren quasi, sondern einfach so ein bisschen dann an den Rändern auslaufen lassen. Und dann passt es. Der Effekt kommt jetzt hier natürlich auf dem etwas dunkleren Untergrund nicht ganz so gut zur Geltung. Auf der Kameraeinstellung wird sowieso irgendwie ein bisschen anders, habe ich es nicht hinbekommen. Da zeige ich euch am Ende aber nochmal ein Bild, da werdet ihr sehen, dass der Kontrast von dem Schwarz auch nachher doch deutlich höher ist, wie man das, was man jetzt sieht. Und es dann doch viel plastischer wirkt. Das ist jetzt hier in der Aufnahme ein bisschen nicht der Fall, aber ihr versteht schon, was ich meine. Jetzt ziehe ich das ab. Das Schwarz auf der Seite ist jetzt noch ein bisschen zu wenig. Das werde ich nachher nochmal ein bisschen nachholen. Aber man merkt jetzt schon, dass das Ganze schon dreidimensional wirkt. Und eben dadurch, dass die Farben nicht komplett deckend sind nach innen rein, wirkt es halt auch so plastisch schon. Um den Effekt jetzt noch ein bisschen zu verstärken, maskieren wir die ganzen Tropfen wieder ab und legen eine Schattenkante unter die helle Stelle. Das ist ganz wichtig. Auch da ist jetzt die Sache, dass es natürlich hier nicht im Video nicht ganz so zur Geltung kommt, aber am Ende, das werdet ihr dann schon sehen, wäre jetzt auf einem helleren Untergrund oder einem farbigen natürlich besser, aber ich hatte ehrlich gesagt keine andere Farbe gerade mehr da außer schwarz. Deswegen habe ich die genommen. So, jetzt maskieren wir das Ganze ab. Und dann können wir nämlich da gleich schon weitermachen. Und dann nehmen wir uns jetzt die Schwarz und fahren eben an der hellen Stelle unten entlang, damit der Tropfen quasi einen Schatten wirft. Das sieht dann halt jetzt dann noch viel authentischer aus. Wie gesagt, kommt jetzt auf dem dunklen Untergrund nicht gleich ganz so zur Geltung, aber am Ende, da ist natürlich sinnvoller, einen helleren Hintergrund zu wählen. Aber da fahren wir jetzt eben die Stellen, die wir vorher mit der Weiß abgefahren sind, jetzt mit der Schwarz ab, um da eben diesen Schattenschlag zu kreieren. Auch da eben am besten an der Kante von der Folie entlang fahren. Der Overspray, der dann rausgeht, der erzeugt dann eine sehr natürliche und schönen Schattenschlag. Kann man aber auch selber variieren und etwas herumprobieren. Und dadurch sieht das Ganze halt noch viel plastischer aus. Und dann kommt das schon viel besser. Was mir jetzt auf Anhieb eben nicht gefallen hat, war das Schwarz auf der Innenseite. Und dafür ist es immer ganz gut, wenn man die Folien eben noch übrig hat. Dann kann man das Ganze nämlich einfach wieder abmaskieren und dann eben
nochmal ausbessern. Ich meine immer, wenn es einem noch nicht gefällt, dann sollte man am besten so lange machen, bis es einem gefällt. Gerade beim Airbrushen hat man schön die Möglichkeit, die Sachen eigentlich immer wieder übermalen zu können, und dann ist das eigentlich keine große Sache. Man muss halt beim Weißen ebenso wie beim Schwarzen aufpassen, dass man nicht zu sehr viel reingibt, weil dann wird der Hintergrund natürlich mit der Zeit irgendwann überdeckt und dann wirkt es halt nicht mehr ganz so cool wie Wasser, sondern dann sieht es eher nach einer anderen Flüssigkeit aus. Und da muss man mal ein bisschen rumexperimentieren. Wie gesagt, ich setze das jetzt natürlich nochmal auf, weil ich eben den schwarzen Innenrand nochmal ein bisschen erhöhen will, den Kontrast zu der dunklen, zu der grauen Leinwand. Das wäre jetzt wahrscheinlich beim weißen Hintergrund nicht notwendig gewesen, aber hier eben schon. Und dann fahre ich auch nochmal das Weiß nochmal ein bisschen ab. Aber da gehe ich jetzt relativ nah ran, einfach um die Lichtkante auch nochmal ein bisschen mehr rauszuholen, um den Kontrast einfach hier ein bisschen zu erhöhen, damit das Ganze einfach noch plastischer wirkt. Das kann man eben machen, wie man will. Da muss man eben einfach nur aufpassen, dass es eben nicht überdeckt wird. Und jetzt sieht es schon nicht schlecht aus, aber durch das extreme Helle wirkt natürlich das Schwarz jetzt noch weniger. Und das werde ich wahrscheinlich dann, das mache ich dann zum Ende nochmal. Das ist eigentlich schon der finale Schritt, aber wie gesagt, da komme ich nachher nochmal mit dem Schwarz, und zwar gibt man jetzt dem Tropfen nochmal so eine Einschlag, so eine Reflexion einfach. Dadurch sieht das Ganze halt gleich richtig cool aus. Da eben auch die Devise weniger ist mehr, einfach vereinzelt ein paar Lichtpunkte oder Schwünge setzen und dann sieht das eigentlich relativ cool gleich aus. Und dann sieht man eben, dass das Licht da auf den Tropfen oder das Wasser eintrifft und nach rechts außen dann quasi auf dem Boden dann rausgeht. Und das ist schon eine ziemlich coole Technik, die eigentlich sehr einfach ist, aber einen coolen Effekt halt bietet. Hier haben wir eben schön die Lichtquellen jetzt, schöne Punkte gesetzt, genauso wie bei dem vorigen Tutorial mit den Sternen, einfach schön vom Leinwandboden einfach mit ein bisschen Farbe zu geben und einfach langsam nach hinten weg, dann kriegt man eben so schöne leuchtende Punkte hin. Und ja, genau, jetzt maskiere ich es eben nochmal ab, weil mir der Kontrast vom Schwarz einfach zu wenig war. Und da bin ich dann auch so, dass ich das dann eben, wenn es sein muss, halt mit den Lichtquellen nochmal machen muss, aber das muss einfach stimmen für mich, und das war mir jetzt eben zu wenig Kontrast. Ich denke mal, mit dem Firnis hätte es wahrscheinlich, der Firnis so erzeugt nochmal mehr Kontrast. Das hätte wahrscheinlich gereicht dann, aber um das noch besser zu veranschaulichen, ziehe ich jetzt eben nochmal eine richtig dunkle Linie nach. Natürlich passiert jetzt das, dass natürlich die Lichtquellen jetzt hier ein bisschen wieder überdeckt werden. Aber das ist ja gar kein Thema, die ziehe ich eben gleich nachher nochmal geschwind einfach nach. Jetzt machen wir das eben nochmal schön dunkel, um den Kontrast zu erhöhen. Hätte ich jetzt wahrscheinlich bei dem hellen Hintergrund eben nicht gemacht, weil sonst wirkt es zu hart. Hier ist es aber nötig und voila, es sieht schon viel besser aus. Es kommt schon viel, jetzt sieht es schon richtig geil plastisch aus. Hier in der Aufnahme natürlich jetzt noch nicht so sehr, aber für mich davor schon. Und jetzt gebe ich eben nochmal so ein bisschen die Lichtquellen rein. Das leicht dunkle von der vorigen Lichtquelle sieht gar nicht mal so schlecht aus, fand ich. Das gibt dem Ganzen auch nochmal eine tiefere Ebene, kann man machen, muss man aber wie gesagt nicht. Und dann sieht das gleich richtig bombig aus. Und bekommt man gleich so einen richtig coolen Flüssigkeitseffekt hin. Ihr könnt natürlich solche Flüssigkeiten auch komplett ausmalen, ihr könnt komplett grün machen oder so. Ihr müsst einfach nur diese
diesen Hell-Dunkel-Kontrast und den Schattenschlag einfach gut setzen, dass es immer sich gegenüber liegt, und dann kriegt das immer so eine Dreidimensionalität, was halt dann schon voll geil aussieht. Ja, und jetzt kommen noch so ein paar Feinheiten, noch so ein bisschen das Ganze ausmalen, wenn es einem hier und da noch nicht so ganz gefällt oder so. Kann man natürlich noch extrem viel dran rumspielen und rumdrehen, damit es einfach besser aussieht. Was ich jetzt nachher noch mache, ist dem Ganzen so eine kleine Reflexion noch auf dem Boden zu geben, damit es eben noch cooler aussieht. Oder hier, sagen wir es mal, durch die Leinwand wirkt es dann halt ein bisschen noch plastischer, wenn ich dem jetzt noch so eine leichte Reflexion auf den Boden gebe, dass der Tropfen quasi wie so ein Lupeneffekt noch so ein bisschen auf den Boden zurückstrahlt. Und das setze ich auch dezent bisschen hier und da ein. Also lieber öfters mehrere Schichten machen als einmal zu stark, weil das könnt ihr dann schlechter wieder korrigieren. Sonst lieber hier einfach, wie gesagt, ein bisschen weniger Farbe und dann lieber wiederholen, wenn es dann nicht taugt, und sich langsam rantasten. Da habt ihr viel mehr davon. Gleichzeitig übt ihr natürlich euer Handling und euren Skill damit. Und das wollen wir am Ende des Tages ja damit auch erreichen, dass ihr da eine bessere Übung habt. Sowas könnt ihr natürlich auch nachmalen, um eben eine bessere Übung hinzukriegen in das Ganze. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich zeige euch jetzt noch das fertige Bild, ohne Firnis, aber schon mit viel besseren Kontrasten. Und dann seht ihr jetzt schon hier, was für eine geile Dreidimensionalität das Ganze hat. Das sieht mega gut aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch mit den Techniken ein bisschen weiterhelfen. Ich mache das sehr gerne. Wie ihr mir ein bisschen weiterhelfen könnt, ist mit einem Daumen nach oben oder einem Like, Abo oder Kommentar. Das supportet mich natürlich und hilft mir auch, dass ich das weitermachen kann. Ich mache das wirklich gerne. Lasst mich gerne wissen, wie es euch gefällt. Da habe ich auch mal ein gutes Feedback, wäre immer nicht schlecht, wenn irgendwas nicht passen sollte, wegen Licht etc. Da habe ich jetzt noch nicht so viel Ahnung von der ganzen Technik. Ich taste mich da auch langsam ran. Ich hoffe trotzdem, es hat euch viel Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein!